Ja, hier ist krass, Leute. Hier wird gerade scheinbar Wasser irgendwie rausgepumpt. Das ist hier ein uraltes Landungsboot. Ja, hier habe ich jetzt nochmal einen Ausguck gefunden. Observation. Und hier unten zieht sich das jetzt weiter. Gräben. Noch ein Bunker. Das letzte Überbleibsel gefunden, was wir gerne sehen wollten. Ihr könnt es schon sehen da drin. Einen riesen Original Scheinwerfer. Der hier. Was ist das für ein Monster ist, ey? So Leute, ich glaube, ich habe das gefunden, was ich finden wollte. Und zwar hier so ein Geheimverschlag. Ein großes Tor. Aber hier wieder massiv betoniert. Und hier ist ein unterirdisches Munitionslager. Hallo? 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 Funkverbindung ist unterbrochen, Schatz. Okay, was machen wir dann? Ernstfall. Ja, wir müssen jetzt in den Bunker flüchten. In den NATO-Bunker müssen wir jetzt. Okay, Im ersten Teil unserer Erkundung, die wir euch eben hier oben einblenden, fanden wir merkwürdige Indizien auf die Totenkopfdivision. Unter anderem fanden wir auch ein Originalflugabwehrgeschütz, eine Bofors Flak 40 mm, mehrere riesige Geschütze mit einem Kaliber von zum Teil 15 cm, Panzergranaten, die auf dem Gelände verteilt gewesen sind. Und das Herzstück der Anlage, die unterirdischen Bereiche des Komplexes, die wir dann systematisch erkundet haben. Also viel Spaß mit dem neuen Video. Und die dritte große Kanone. Also irgendwas zwischen 12 und 15 cm muss das irgendwas haben. Krass. So, und hier vorn ist bestimmt auch nochmal irgendwas Großes drin. Hier ist anscheinend irgendwie ein Leitstand, Beobachtungsstand. Da waren wir ja oben, da ist die Bofors drauf. Diese Bunker hier mit den Lüftungsschlitzen, das sind separate Aggregatbunker. Also nur für das Aggregat jetzt. Für die Kanone. Das ist auch krass. Der ist zu hier. Geschlossen. Ich gehe mal hinten rum gucken, ob ich hier noch irgendwo reinkomme. Hier unten hat man nochmal wieder einen kleinen Ausguck. Observation. Der ist aber auch irgendwie hier auch nochmal gesichert, dass keiner reinfällt. Oh, was ist das denn jetzt hier? Hier stand ja wieder eine Flak. Da sieht man wieder die große Schießscharte für ein großes Geschütz. Ja, sieht man auch schon. Also haben wir jetzt schon das 4. Jetzt könnt ihr das auch mal von der Perspektive hier sehen, wie das aussieht. Wir haben da eins, wir haben das hier vorne in der Front und eins da oben und da war ja noch irgendwo eins. Ich
glaube mehr an der Seite, weiter hinten. Damit dieser Bereich hier überall gesaved ist. Tja, und hier haben wir wahrscheinlich... Schwierig. Also das wird auch ein Geschütz gewesen sein. Oder was für die Observation. Oder auch für die Scheinwerfer. Die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Da unten ist auch ein großes Geschütz gewesen. Da. Krass. Und hier unten, hier sehe ich doch schon irgendwie 2 Scheinwerfer. Krass. Hier wird ein MG drin gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Da ist auch irgendwas drauf gestanden. Krass, dass man noch so viel hier sieht. Das sind die Scheinwerfer, ne? Hätte ich auch gedacht. Aber mal gucken, wie man jetzt hier vielleicht noch irgendwie reinkommt in das Ding. Das wäre auch jetzt nochmal interessant. Weil hier sind so viele Sachen irgendwie. Hm? Ja. Ja, ich will jetzt mal hier runter gehen am besten. Richtung diesem Sockel da, wo auch irgendwie eine Flak oder irgendwas gestanden hat. Okay, hier haben wir jetzt erstmal wieder einen riesigen Sockel für eine Flak. Da oben ist Melanie. Ja. Und jetzt gehen wir mal hier zu den ominösen Zugang. Alter, hier geht's rein. Hier geht's rein. Ich guck mal eben. Hier geht's rein. Hä? Das Meer? Und das Meer. Und das Meer? Ja, wir gehen unter das Meer, meint Melanie eben. Aber das glaube ich nicht. Nee. Das sind nur Betten. Hier ist nochmal eine Unterkunft. Können die Soldaten observieren. Mehr ist das nicht. Trotzdem krass. Hier vermutlich Scheinwerfer. Da gab es bestimmt noch ein paar mehr, die hier den ganzen Bereich wahrscheinlich ein paar Kilometer ausleuchten konnten. Ich weiß nicht, wie stark diese Scheinwerfer so waren, aber ich glaube, die hatten schon richtig Power. Hier ist eine kleine. Schade. Hier kommen wir nicht rein. Da unten wäre der Zugang. Ich ahne, dass wir jetzt hier nicht reinkommen, ey. Verdammt. Ja, hier ist auch wieder gesichert. Das sind wahrscheinlich jetzt die Zonen. Ich kann es nicht sehen, schade. Die Zonen, wo... Da ist auch schon wieder das Totenkopfzeichen da. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da. Weiß ich nicht, was es damit auf sich hat. Aber hier, was ist denn da? Oh, auch nur eine Luke. Aber auch hier war ein Tritt. Leider, das hat man zugemacht. Was machen Sie da? Hier komme ich nicht rein. Das ist auch die Tür zu. Mist, ey. Gerade in den noch. Hattest du sonst noch einen Zugang da? Ja, hier ist krass, Leute. Hier wird gerade scheinbar Wasser irgendwie rausgepumpt.
Das ist hier ein uraltes Landungsboot. Naja, was heißt uralt? Wahrscheinlich damals noch von der NATO. Das ist richtig krass. Also ein typisches Landungsschiff. Ja, das steht jetzt auch schon extrem lang. Ich weiß jetzt nicht, was die Männer jetzt hier vorhaben. Wahrscheinlich halt auspumpen und dann irgendwie ja, wegschaffen. Aber ist schon krass. Ja, also er guckt da rein, vermutlich ist unten komplett alles mit Wasser, der Bauch komplett mit Wasser gefüllt. Nee, aber die fangen halt an, ne? Ja, dann gucken wir uns das nochmal an. Weil ich denke mal, dass die das dann hier... Ach nee, weißt du, was die machen werden? Die werden mit dem Bagger das hier rausdrücken ins Wasser. Ja, weil nicht, also nicht über Land wegbringen, sondern die drücken das hier raus und schleppen das dann ab. Leute, das ist heute richtiger Zufall. Heute sind wir hier und dann wird wirklich dieses alte Landungsboot, was jetzt hier schon seit womöglich Jahrzehnten liegt, ja, abgeschleppt. Also da kommt jetzt gerade noch ein kleiner Kutter, eine kleine Fähre oder sowas, die jetzt wahrscheinlich dann das Boot jetzt von hinten noch irgendwie rauszieht, weil die zwei Bagger damit ja nicht klarkommen, das da irgendwie zu lösen. Mal gucken, ob das jetzt ja, Früchte trägt, aber krass, ne? Also es liegt die ganze Zeit hier. Wir wollten es uns eigentlich auch noch mal ein bisschen näher angucken, aber da hat man jetzt halt nicht mehr die Möglichkeit, weil man will ja da jetzt nicht die Arbeit stören. Wir hatten jetzt mit den Leuten kurz gesprochen und das wird halt abgefrackt. Also gibt es keine Verwendung mehr, auch nicht Museum oder irgendwas. Kommt jetzt halt auf den Schrott. So, wir sind jetzt am frühen Morgen nochmal unterwegs, nochmal ein paar Erkundungen machen und haben jetzt hier das letzte Überbleibsel gefunden, was wir gerne sehen wollten. Und ihr könnt es schon sehen da drin. Einen riesen Original-Scheinwerfer, der hier über das kleine Gleis rausgeschoben werden konnte. Und hat hier im Prinzip ja alles irgendwie hell erleuchtet. Krass. Wir können hier eine kleine Treppe runtergehen. Also sowas noch original zu sehen außerhalb von einem Museum ist schon geil. Boah. Ey, wie groß ist der? Jetzt müssen wir nur gucken, weil die hier so ein bisschen... Wir müssen jetzt erstmal eben kurz die Steine da wegnehmen. Kannst du mal eben kurz halten? Da ist er von hinten rein. Du kannst nicht von... Oder? Oder doch? Das kann sein, ne? Da müsste... Ne, so, gut. Das ist richtig geil, oder? Aber ich krieg, glaube diese Tür nicht mehr weiter auf. Oder ich kann sie noch ein bisschen schieben. Ne. Wir können nur von der Seite hier rein. Ah, guck mal hier. Wir können den hier den Stuhl ein bisschen weg, die Sitzfläche. Jetzt können wir die Tür richtig öffnen. Ist das krass? Das ist mal richtig krass, oder? Ja.
Alter Schwede. Jetzt können wir hier diesen... Was ist das für ein Monster jetzt, ey? Krass, oder? So, jetzt kommen wir leider hier nicht weiter, weil der ist schon alles verrostet. Das kriege ich nicht gelöst. Und hier haben wir jetzt diese Lamellen, wo man jetzt hier... Vielleicht ist das dann auch wie, weil der hier an der Küste ist, wie so eine Art, wie beim Leuchtturm, weißt du? Dass du dann... Kann natürlich auch sein. Boah. Wie krass, ey. Und hier kann ich sogar Neigung. So, ich stoppe mal eben. Ja, wie gesagt, wir können das hier leider nicht mehr bewegen. Nach draußen oder nach drin. Das Ganze heißt hier Alter Adolf. Wobei Adolf, aber das ist ja wahrscheinlich ein E, oder? Adolf. Ich glaube, das sollte nicht Adolf heißen. Hier würde wahrscheinlich noch ein Buchstabe stehen. Das heißt jetzt zwar irgendwie, aber hier unten ist ja, das ist ja eigentlich ein E, ne? Alter Adolle irgendwas. Oder das ist ein Punkt. Kann auch sein. Aber was für ein Kravenzmann. So, und dann ging es im Prinzip hier rein. Ich könnte mir schon fast denken, was jetzt hier kommt. Weil das ganze Ding braucht ja auch Strom. Also wird jetzt hier genau ein Aggregat stehen. Oh. Genau, das ist das Aggregat, wo wir vorhin standen. Da sind wir hier reingekommen. Ein Dieselaggregat. Sonst würde dieser Scheinwerfer so nicht funktionieren können. Hallo? 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 Funkverbindung ist unterbrochen, Schatz. Okay, was machen wir dann? Ernstfall, ja, wir müssen jetzt in den Bunker flüchten, in den NATO-Bunker müssen wir jetzt. Okay, danke. Jetzt packen wir den wieder so ein, wie wir den jetzt vorgefunden haben. So, dass es noch halbwegs geschützt ist vor Feuchtigkeit und Wetter. Aber geiles Teil. Cool. So Leute, ich glaube, ich habe das gefunden, was ich finden wollte. Und zwar hier so ein geheimen Verschlag. Ein großes Tor, aber hier wieder massiv betoniert. Und hier
ist ein unterirdisches Munitionslager. Krass. Alter. Und hier hat einer sein Boot drin geparkt. Hier sind sogar noch die alten Munitionskisten. Gucken, wenn wir uns hier an dem Boot vorbeischleichen können. Krass. Alter Schwede. Ich brauche jetzt noch eine zweite Taschenlampe mal eben. Sonst wird das hier nichts. Jo. Krass. Ein unterirdisches Munitionslager. Aha. Das waren praktisch die riesigen Hallen dann. Hoho. Wo das aufbewahrt wurde. Übel. Hier wieder ein Lüftungssystem. Die nächste. Krass. Überall noch die Originalkisten aus der Zeit. Und hier geht's komischerweise raus. Aha. Das ist ja auch höchst interessant. Und wo ist man dann? Hier irgendwo in der Walachei. Komisch. Ja, hier habe ich jetzt nochmal einen Ausguck gefunden. Observation. Und hier unten zieht sich das jetzt weiter. Gräben. Noch ein Bunker. Ja, das war Observation hier. Krass. Keine Ahnung, was hier drin stand. Heizung noch verbaut. Krass. Hier ist nochmal irgendwie ein kleines Häuschen. Also man kommt auch von einem Ding zum nächsten. Das ist hier abgetarnt. Ja, da liegen auch ein paar Betten drin. Ja, auch für eine Flak. Jo, und ich stehe hier direkt auch auf wahrscheinlich wieder so ein Maschinengewehrbunker. Würde sich ja anbieten, diese Richtung. Ja. So, ich muss jetzt irgendwie runter. Hier ist aber alles Sumpf. Ach, shit. Naja. Ich denke erstmal, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, seid gespannt. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ja, wir sind wieder auf Abenteuer, suchen Bunker oder andere Sachen. Bis dahin. Ciao.